We've been doing this for about 12, 14 years, and so I was actually still acting. Im Westen gibt es neue Details zu den Ermittlungen über den Tod des Schauspielers Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa in ihrem neuen Haus in Mexiko. Berühmtheit, Aktivität und Meisterschaft prägten das Leben von Gene Hackman. Trotzdem hielt er sein Familien- und Privatleben geheim. Er sprach nur selten über sie und sah sie auch nur selten. In seinen späteren Jahren zog er sich dann aus der Öffentlichkeit zurück, um absolut Geheimhaltung zu gewährleisten. Nach seinem Tod sprach sein Bruder, der sich ebenfalls aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, über seine letzten Tage und die Probleme im Zusammenhang mit seinem Tod. Gene Hackman hat ein Geschwisterchen. Wussten Sie das? Schreiben Sie eine 1 für Ja und eine 0 für Nein in Ihren Kommentar. Was hat er gesagt? Seine Entdeckungen werden Spekulationen widerlegen. Versuchen wir zunächst, die extreme Geheimhaltung von Gene Hackman zu verstehen. Der geheime Lebensstil. Er steigt einen Berg hinab und durchquert die Zeit. Gene Hackman hat sich selbst nie als berühmt betrachtet. Und vor allem, als er älter wurde, führte er sein Leben nach dieser Vorstellung. Obwohl er einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods war, entschied er sich gegen den Ruhm, der mit seiner Rolle einherging. Er war berüchtigt für seine Zurückhaltung, hielt sich von Veranstaltungen mit roten Teppichen fern und interagierte nur selten mit den Medien, während viele Sänger es liebten, im Rampenlicht zu stehen und öffentlich gelobt zu werden, fühlte sich Hackman im Verborgenen wohler. Sein starker Wunsch zu schweigen beeinflusste seine Entscheidung, sich noch weiter von seiner Familie und seinen Verwandten zu entfernen. Im Laufe der Jahre entfernte er sich immer mehr und zog ein einsames Leben dem Zusammensein mit Menschen vor, die er früher gekannt hatte. Hackman trennte sich aufgrund seiner Erziehung von seiner Familie. Seine Beziehung zu seinem Vater war schwierig. Als sein Vater die Familie verließ, fühlte er sich betrogen. Er wurde in einer solchen Situation zurückgelassen und erholte sich nie wieder vollständig. Und das veränderte seine Einstellung zu Beziehungen. Selbst nachdem er seine eigene Familie gegründet hatte, fiel es ihm schwer, die Nähe aufrechtzuerhalten, die die meisten Menschen erwarten würden. Mit seiner ersten Frau, Faye Maltese, hatte er 3 Kinder, aber seine wachsende Karriere zog ihn von ihnen weg. Tonight, new body camera video revealing the moment. Je erfolgreicher er wurde, desto weniger Zeit hatte er für seine Familie. Die Schauspielkarriere war mit langen Arbeitstagen, langen Fahrten und dem vollen Einsatz für seine Rollen verbunden. Er stellte seine Karriere regelmäßig über sein Privatleben, was seine Beziehungen zu Menschen, die ihm wichtig waren, belastete. Hackman wurde mit der Zeit immer selbstreflektierter. Er hatte immer die Privatsphäre bevorzugt, aber als er aufhörte aufzutreten, kappte er seine Verbindungen zur Öffentlichkeit vollständig. Er wollte nicht zu den Entertainern gehören, die immer wieder versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn ihre Karriere nachlässt. Wenn er nicht mehr auftritt, hat es keinen Sinn mehr, sichtbar zu sein, dachte er. Viele seiner ehemaligen Kollegen waren noch in der Öffentlichkeit, im Fernsehen und bei Filmveranstaltungen zu sehen. Doch Hackman schlug eine andere Richtung ein. Er verließ Hollywood, um ein ruhiges Leben abseits von Kameras und Blitzlichtgewitter zu genießen. Hackman wollte nicht nur den Reportern aus dem Weg gehen, sondern sich auch aus dem Rampenlicht zurückziehen. Er wollte auch ein ruhiges Leben ohne die ständigen Forderungen seiner Familie führen. Anderen Berichten zufolge hat seine weitere Familie im Laufe der Jahre versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Aber er war nicht wirklich daran interessiert. Er fühlte sich nicht so sehr von seinen Familienangehörigen angezogen wie viele andere. Anstatt ihnen zu folgen, nur weil er sich dazu verpflichtet fühlte, entschied er sich, sein eigenes Leben zu leben. Er hatte wenig Interesse an entfernten Verwandten oder alten Gesichtern. Das wirkte sich auch auf seine Kinder aus. Hackman war nicht die Art von Vater, der ständig anrief oder vorbeikam. Er sorgte für ihren Wohlstand, ohne sich zu sehr in ihr Privatleben einzumischen. Obwohl seine Kinder wussten, dass ihr Vater ein berühmter Schauspieler war, hatten sie nicht die übliche Vater-Kind-Bindung. Anstatt seinen Ruhestand mit seiner Familie zu verbringen, wie es viele erwartet hatten, zog er sich weiter in seine eigene Welt zurück. Hackman war eindeutig von gesellschaftlichen Ereignissen abgekoppelt. Er hatte keine Lust, sich zu engagieren, obwohl viele Schauspieler, die in den Ruhestand gingen, dies immer noch taten. Ging er nur selten zu Filmveranstaltungen, Treffen oder sogar informellen Zusammenkünften mit alten Arbeitskollegen. Und bevor jemand ihm eine private Frage stellen oder zu viele Fotos machen konnte, war er schon wieder weg, obwohl viele seiner ehemaligen Kollegen es seltsam fanden,
dass er sich so sehr von allem abkapseln wollte, akzeptierten sie seine Entscheidung. Hackman hielt sich selbst nicht für einen bekannten Namen, also hielt er sich von der Familie und dem Rampenlicht fern. Er behauptete, er brauche keine Anerkennung, weil er nur ein Schauspieler sei, der seinem Beruf nachgehe. Er war irritiert, dass er aufgrund seiner Tätigkeit eine Sonderbehandlung erhielt. Je älter er wurde, desto mehr hatte er das Gefühl, dass er nicht wollte, dass andere ihn beobachteten. Manche Künstler wollten anerkannt werden, während Hackman es vorzog, in Ruhe gelassen zu werden. Er mochte es nicht, wenn Leute auf ihn zukamen, um Autogramme zu geben oder Fotos zu machen. Anstatt als Hollywood-Star gesehen zu werden, zog er es vor, als normaler Mensch gesehen zu werden. Sein inneres Selbst hat ihn dazu gebracht, einen friedlichen Lebensstil zu wählen. Hackman ist dafür bekannt, dass er ein äußerst privater Mensch ist. Er fühlte sich nie unter Druck gesetzt, sein Leben öffentlich bekannt zu machen. Er weigerte sich, ein Buch über seine Geheimnisse zu schreiben, soziale Medien zu nutzen oder Forderungen nachzugeben, von ihm zu profitieren. Er hatte die Möglichkeit, Millionen zu verdienen, indem er über seine Erfahrungen in Hollywood sprach. Aber er entschied sich dagegen. Sein Leben gehörte ihm. Und er wollte nicht, dass andere es sehen. Selbst in seinen letzten Jahren lebte Hackman die meiste Zeit allein. Er teilte sich ein Haus mit mehreren engen Freunden und seiner zweiten Frau Betsy Arakawa. Er versuchte nicht, den Kontakt zu seiner Familie wieder aufzunehmen, von der er sich im Laufe der Jahre entfernt hatte. Er hat nicht versucht, zerbrochene Beziehungen wieder zu kitten, obwohl er ein paar Mal mit seinen Kindern telefoniert hat. Dass er von seiner Familie getrennt wurde, lag an seiner Person, nicht an einem Streit oder einer Feindseligkeit. Er distanzierte sich gerne von anderen. In Hollywood ist Hackmans Name noch immer ein Begriff, aber er hat nie versucht, die Lorbeeren für seine Leistungen zu ernten. Er kehrte nie zurück, nachdem er die Vorstellung verlassen hatte. Sein Wunsch, das Leben zu genießen und nicht Bitterkeit oder Melancholie über die Vergangenheit, trieb ihn dazu, seine Familie und seinen Ruhm zu verlassen. Vielen fiel es schwer, seine friedliche, einsame Existenz zu verstehen. Aber genau das war es, was er wollte. Er beschloss, ein Leben zu führen, in dem ihn niemand beobachtete, nachdem er jahrzehntelang vor der Kamera gestanden hatte. Obwohl er nicht im Rampenlicht stand, fand er dennoch Zeit, das Leben und seine Ehe mit engen Freunden und der Familie zu genießen. Gehen wir der Sache auf den Grund. Interessen von Gene Hackman. Jetzt wollen wir ihm einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Gene Hackman ist dafür bekannt, dass er ein zurückgezogenes Leben führt, große Versammlungen und das Rampenlicht meidet. Er genoss es, aufregende Dinge zu tun, die seinen Tag etwas aufpeppten, auch wenn er es vorzog, ruhig zu sein. Viele hielten ihn für einen seriösen Mann, der gerne allein war, aber diejenigen, die ihm nahe standen, wussten, dass er gerne tauchte, Rennen fuhr und andere Aktivitäten im Freien unternahm. Dank seiner Hobbys war er in der Lage, Hollywood zu entfliehen und ein Leben zu führen, das die meisten Menschen nie gesehen haben. Ob es das Dröhnen eines Automotors auf einer Rennstrecke war, die Ruhe weit unter der Erde oder der Nervenkitzel, neue Orte zu erkunden. Hackman genoss Dinge, die ganz anders waren als das verdeckte, zurückhaltende Leben, für das er bekannt war. Jetzt geht's los mit den Rennen. Geschwindigkeit, Gefahr und die richtige Methode, ein schnelles Auto auf einer Rennstrecke zu steuern, waren Hackmans Obsessionen. Während viele Schauspieler schnelle Autos nur aus der Ferne beobachteten, mischte Hackman sofort mit. Er besuchte die Rennen nicht als Zuschauer. Er setzte sich hinter das Lenkrad und fuhr Rennen. Er nahm die Sache ernst, nahm an legalen Wettbewerben teil und schloss Freundschaft mit professionellen Fahrern, die ihn respektierten. Er war kein Mann, der eine Sonderbehandlung akzeptierte, nur weil er berühmt war. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, sein Fahrverhalten zu verbessern und zu den Rennen zugelassen zu werden. Hackman nahm an einer Reihe von Rennen teil und genoss die Aufregung, gegen andere Menschen anzutreten. Er trat auf mehreren der großen Rennstrecken auf, die die Profis in den Vereinigten Staaten besuchten. Er lief nicht, um anzugeben oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Er tat es, weil ihm die Prüfung Spaß machte und er dadurch mehr Energie hatte. Während die meisten Schauspieler den Rennsport nur zum Spaß oder zum Vergnügen betrieben, nahm Hackman ihn so ernst, als wäre es sein Beruf. Er lernte die Funktionsweise von Autos kennen. Er fuhr, was sie schnell und einfach zu steuern machte, und wurde ein besserer Fahrer. Obwohl Hackman die Dinge gerne für sich behielt, brachte ihn der Rennsport in Kontakt mit vielen anderen.
die ebenso leidenschaftlich waren wie er. Er schloss Freundschaften mit Mitgliedern der Rennsportgemeinschaft, die seine Begeisterung für den Sport teilten. Berufsfahrer, Autotechniker und Rennspezialisten wuchsen ihm ans Herz, weil sie seine Begeisterung für den Sport teilten. Anders als in Hollywood, wo er die Leute oft auf Distanz hielt, fühlte er sich in der Rennszene zu Hause. Er wurde dort nicht als Filmstar angesehen. Er mochte es, dass man ihn als einen von ihnen betrachtete. Hackman liebte den rasanten Nervenkitzel von Rennen an der Oberfläche ebenso sehr wie den unter Wasser. Er wollte eintauchen und unter der Wasseroberfläche Ruhe finden. Er wandte sich dem Tauchen auch zu, um dem Druck Hollywoods und der Last seiner Berühmtheit zu entkommen. Er reiste zu Unterwasserplätzen auf der ganzen Welt, um die Wunder und Rätsel der Tiefsee zu entdecken. Hackman verbrachte Stunden damit, die Unterwasserstrukturen und das Meeresleben an einigen der besten Tauchplätze zu bewundern. Er reiste zu Orten in der Karibik, im Pazifik und zu anderen beliebten Tauchzielen. Er liebte das Gefühl, im Wasser zu schweben, umgeben von Tieren, in einer Welt, die sich von der lauten Welt über ihm unterscheidet. Das Tauchen gab ihm die Möglichkeit, sich zu entspannen und nachzudenken. Im Gegensatz zum Rennsport, bei dem es nur um Geschwindigkeit und das Schlagen anderer ging. Er sagte oft, dass es ihm half, sich zu entspannen und die Natur in ihrem unverfälschten Zustand zu genießen. Neben dem Tauchen und dem Rennsport hatte er eine tiefe Liebe zum Abenteuer. Hackman besuchte gerne ferne Orte, beobachtete die Lebensweise anderer Menschen und tauchte in fremde Umgebungen ein. Er war nicht der Typ, der in schicken Hotels abhängt oder sich mit Touristengruppen herumtreibt. Stattdessen suchte er nach friedlichen, verlassenen und natürlichen Orten. Er suchte sich Orte aus, an denen er im Verborgenen bleiben und sein Leben führen konnte, ohne dass es jemand bemerkte. Hackmans Hobbys standen in krassem Gegensatz zu seiner letzten Lebensweise. Während er sich im Verborgenen hielt, Reportern aus dem Weg ging und sich nicht blicken ließ, führte ihn sein Tun in offene, energiegeladene und aufregende Umgebungen. Obwohl er nicht viel über sich selbst erzählte, hatte er bei seinen Rennen, Tauchgängen und Touren ein großes Gefühl der Freiheit, das für andere fast unsichtbar war. Diejenigen, die Hackman gut genug kannten, um seine außerschulischen Aktivitäten zu kennen, sahen eine andere Seite von ihm. In Hollywood war er nicht dafür bekannt, ein einsamer, unnahbarer Mensch zu sein. Er war ein leidenschaftlicher Mensch, der ständig bereit war, neues Wissen aufzunehmen. Er war in der Lage, in solchen Organisationen ohne die Hilfe seines Ruhms aufzusteigen. Er baute Beziehungen zu Menschen auf, indem er die Aktivitäten nutzte, die sie gerne gemeinsam unternahmen, und ihren gegenseitigen Respekt. Ob er nun auf einer Rennstrecke fuhr, tief im Ozean trieb oder einen neuen Kontinent entdeckte. Seine Existenz unterschied sich von der friedlichen und privaten Existenz, die die meisten Menschen mit ihm verbanden. Je länger Hackman lebte, desto weniger begeisterte er sich für solche Zeitvertreibe. Mit zunehmendem Alter ging er weiterhin seinen Hobbys nach, aber er tat es langsamer und mit weniger Aufwand, auch wenn er weniger aktiv wurde. Die Dinge, die er gerne tat, hat er nie ganz aufgegeben. Auch wenn er nicht mehr so oft Rennen fuhr oder so tief tauchte wie früher, er war immer auf dem Laufenden, was in den einzelnen Bereichen geschah, und er hielt den Kontakt zu seinen Freunden aus dem Tauch- und Rennsportbereich aufrecht. Seine Abenteuerlust blieb stark, auch wenn er nicht mehr vor der Kamera stand. Gene Hackman war ein vielseitiger Schauspieler, der nicht nur Charaktere auf der Leinwand zum Leben erweckte, sondern auch Vielseitigkeit bewies. Abgesehen von seiner Leidenschaft für Hollywood war er ständig auf der Suche nach neuen Erfahrungen außerhalb der Unterhaltungsbranche. Er gab sich nie mit dem Gedanken zufrieden, an einen Ort gebunden zu sein oder jeden Tag dieselbe Aufgabe zu erfüllen. Er wollte neue Orte besuchen, sich selbst unter Druck setzen und neue Wege beschreiten, um sich der Welt zu nähern. Sein Bedürfnis nach Abenteuern und aufregenden Erfahrungen äußerte sich in seiner Leidenschaft für schnelle Autos, das Tauchen im Meer, Reisen und das Schreiben von Büchern. Viele Schauspieler haben sich im Schreiben versucht, aber für Hackman war es mehr als nur ein weiterer Hollywood-Weg. Er liebte diese Arbeit, denn sie gab ihm die Möglichkeit, seine Begeisterung für das Erzählen von Geschichten und für neue Dinge zum Ausdruck zu bringen. Zu seinen bekanntesten Werken gehört das Buch Wake of the Perdido Star, das er gemeinsam mit Daniel Lenihan geschrieben hat. Dieses Buch, das im Jahr 2000 veröffentlicht wurde, war Hackmans erster großer Ausflug in die Welt des Schreibens. Viele waren überrascht, dass der berühmte Hollywood-Star ein Buch geschrieben hatte, aber viele, die ihn kannten,
sahen dies als einen inhärenten Aspekt seiner Natur als Abenteurer. Hackman hatte schon immer eine Vorliebe für Geschichten, und er liebte es, sie aufzuschreiben und sie nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern auch in seinem Kopf. Daniel Lenihan war die perfekte Person, um mit Hackman an einem Werk zu arbeiten. Lenihans Leben begann nicht in der Filmindustrie. Er lernte die Aktivitäten unter dem Meer kennen, indem er jahrelang nach verschollenen Schiffen forschte. Er war ein Mann, der sehr viel über die Vergangenheit des Meeres wusste. Er war der perfekte Partner für Hackman, da sie beide gerne in die Vergangenheit reisten und Abenteuer erlebten. Diese beiden Menschen schrieben nicht nur einen Roman, sondern waren auch zwei Entdecker mit dem brennenden Wunsch, ein spannendes Universum für die Leser zu schaffen. Ein junger Mann namens Jack O'Reilly war die Hauptfigur in Wake of the Perdido Star, einer Geschichte, die im frühen 19. Jahrhundert spielt. Als Jacks Familie ein schreckliches Ereignis widerfährt, das ihn zwingt, alles zu verlassen, was er je gekannt hat, ändert sich sein Leben völlig. Es stellt sich heraus, dass seine Flucht eine verrückte Seereise ist, voller Gefahren, Menschen, die ihn verraten, und dem Kampf ums Überleben. Diese actiongeladene Geschichte behandelt eine Reihe von Themen wie Rache, Mut und Überwindung von Widrigkeiten. Es ist die Geschichte eines kleinen Kindes, das sich der harten Realität des Lebens auf dem Meer stellen muss und schnell erwachsen wird. Hackman und Lenihan haben sich sehr bemüht, das Buch realistisch wirken zu lassen. Es ging ihnen darum, dass es mehr als nur ein fiktiver Bericht über ein Abenteuer ist. Sie wollten, dass die Leser nachempfinden können, wie es war, um 1800 auf einem Schiff zu sein, wo sie mit Stürmen, Konflikten und den Schwierigkeiten des Lebens auf See konfrontiert waren. Hackmans erzählerische Fähigkeiten und Lenihans profunde Kenntnisse über Schiffe und Geschichte ermöglichten es ihnen, eine realistische Umgebung zu schaffen. Hackman brachte seine im Laufe seiner Karriere erworbenen schauspielerischen Fähigkeiten ein, während Lenihan sein Wissen über die Geschichte des Meeres beisteuerte. Durch ihre Zusammenarbeit gelang es ihnen, aus Wake of the Perdido Star ein Buch zu machen, das ehrlich wirkte und gleichzeitig den Geist des Abenteuers einfing. Das Ausmaß, in dem sich Hackmans Abenteuerlust in der Geschichte widerspiegelte, war eines der Elemente, die das Buch auf ein spektakuläres Niveau hoben. Hackman war Jack O'Reilly insofern ähnlich, als er ständig versuchte, sich über Erwartungen hinwegzusetzen und Risiken einzugehen. Obwohl viele Leute nicht glaubten, dass er Erfolg haben würde, trat er in jungen Jahren dem Marine Corps bei, reiste an verschiedene Orte und ging der Schauspielerei nach. Es schien, als würde sich Hackmans Leben, das eine Reise voller Rückschläge, Überraschungen und der Entschlossenheit, weiterzumachen. War, in dem Roman widerspiegeln. Hackman und Lenihan setzten ihre Zusammenarbeit an Wake of the Perdido Star fort, nachdem der Roman von vielen Lesern positiv aufgenommen worden war. Sie schrieben weitere Bücher, die eine Reihe von historischen Epochen und Abenteuerthemen behandelten. Im Gegensatz dazu war Wake of the Perdido Star dennoch etwas Besonderes, weil es Hackmans Debütroman war. Das Stück zeigte der Welt, dass er auch ein legitimer Schriftsteller war. Es bewies, dass er in Hollywood mehr war als nur ein Name. Er war ein Geschichtenerzähler, der Abenteuer, Geschichte und Dinge liebte, die nur wenige Menschen kannten. Hackmans Entscheidung, eine Karriere als Buchautor anstelle der Schauspielerei anzustreben, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie er sein Leben auf seine eigene Weise lebte. Um ihre Karriere aufrechtzuerhalten, suchen viele Schauspieler auch dann noch nach Filmrollen, wenn sie bereits breite Anerkennung gefunden haben. Aber das war bei Hackman ganz und gar nicht der Fall. Anstatt sich an seinen Ruhm zu klammern, zog er es vor, anderen Hobbys nachzugehen, die ihm wichtiger waren, nachdem er alle seine Ziele in der Schauspielbranche erreicht hatte. Er entdeckte, dass das Schreiben von Romanen ihm den gleichen Nervenkitzel bereitete wie das Auftreten. Er bekam einen neuen Auftrag, einen neuen Ort, den er erkunden konnte, und eine weitere Chance, seine kreative Seite auszuleben. Obwohl Hackman sich von seinen Auftritten zurückgezogen hatte, waren seine Fans immer noch neugierig auf ihn. Sie waren neugierig auf seine Aktivitäten, seinen Wohnort und seine Freizeitgestaltung. Sie wollten all diese Dinge wissen. Hackman hingegen hat es nie gemocht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Es war nicht so, dass er seine Bücher hochhielt oder vor Menschenmassen über sie sprach. Er schrieb sie einfach, weil er es gerne tat, und ließ die Geschichten für sich selbst sprechen. Seine Abenteuerlust zeigte sich nicht nur in den Romanen, die er schrieb, auch wenn er älter wurde, reiste Hackman weiter,
erkundete neue Orte und suchte nach glücklichen Erfahrungen. Er war immer noch ein Mann, der es genoss, etwas Neues zu lernen, sei es beim Rennsport, beim Tauchen oder beim Schreiben von Worten auf Papier. Neue Dinge weckten ständig sein Interesse. Er hat sich nie auf eine einzige Identität festlegen lassen. Er war nicht nur Schauspieler, sondern auch Schriftsteller und Entdecker. Darüber hinaus veränderte er sich ständig und fand neue Wege, sich mit der Außenwelt auseinanderzusetzen. Wake of the Perdido Star war für Hackman mehr als nur ein Buch. Es war eine Manifestation seines Geistes, eines Geistes, der nie still saß, nie aufhörte zu suchen und sich nie von der Meinung anderer Menschen aufhalten ließ. Wie bei Prominenten üblich, sorgte sein Tod für großes Medieninteresse und Schlagzeilen. Was ist der Grund für die Debatte und was sind die Meinungen seiner Familie, insbesondere seines Bruders, über die Umstände seines Todes? Erzählen Sie mir etwas über die Umstände seines Todes. Der umstrittene Tod von Gene Hackman. Am 18. Februar 2025 verstarb Gene Hackman in seinem Haus in Santa Fe, New Mexico, wo er jetzt wohnte. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 95 Jahre alt geworden. Seine Frau, Betsy Arakawa, verstarb jedoch am 11. Februar 2025, 7 Tage früher als erwartet. Ihr Alter zum Zeitpunkt ihres Todes war 65 Jahre alt. Zusätzlich zu dem Fund ihres Hundes Cena am 26. Februar 2025 wurden die beiden gemeinsam entdeckt. Und ihr Tod führte zusammen mit dem Fund ihres Hundes zu einem gewaltigen Wirrwarr von Fragen und Konflikten. Aufgrund der Art und Weise, wie die beiden aufgefunden wurden, und der Tatsache, dass sie allein in ihrer Wohnung zurückgelassen wurden, ohne dass Erklärungen gegeben wurden, war es für jeden schwierig, sich ein Bild von den Ereignissen zu machen. Vielleicht war es ein natürliches Ereignis, vielleicht war es ein Unfall oder vielleicht war es etwas Schlimmeres. Obwohl sich die Beweise häuften, blieb das Rätsel um Hackmans Tod ein umstrittenes Thema, das nicht verschwinden wollte. Ungefähr um 13,45 Uhr traf die Sheriffsabteilung an dem Wohnhaus am Old Sunset Trail ein. Bei ihrer Ankunft entdeckten sie etwas, das völlig ungewöhnlich war. In einem an die Küche angrenzenden Abstellraum wurde die Leiche von Gene zum ersten Mal gefunden. Er war mit einem grauen Sweatshirt, braunen Hausschuhen und einem blauen Hemd bekleidet. In der Nähe befanden sich auch eine Sonnenbrille und ein Gehstock. Als Betsy sich auf dem Boden einer Toilette ausruhte, befand sie sich in unmittelbarer Nähe einer Reihe von Medikamenten, die aus einer offenen Flasche gefallen waren. Sie hatten 2 Hunde, einen drinnen und einen draußen, die noch lebten. Aber Zena, ihre Kelpie-Mischlingshündin, wurde tot in einem Schrank im Haus gefunden. Als die Leiche von Zena gefunden wurde, lag sie in einem Schrank. Die Leichen hatten nicht nur aufgrund der Wüstenluft trockene Haut, sondern sahen auch alt und abgenutzt aus, als hätten sie schon mehrere Tage oder Wochen dort gelegen. Obwohl es keine Anzeichen für einen Kampf oder einen Einbruch gab, erklärte Sheriff Arden Mendoza am 27. Februar 2025, dass die Situation verdächtig genug sei, um weitere Untersuchungen zu rechtfertigen. Das erste große Problem war der Herzschrittmacher von Gene, ein kleines Gerät, das ihm in die Brust eingepflanzt wurde und dafür sorgt, dass sein Herz weiterschlägt. Am 17. Februar 2025, 9 Tage vor der Entdeckung ihres Verschwindens, war endlich alles zu Ende. Folglich glaubten viele Menschen, dass er an diesem Tag verstorben war. Da es aber noch 26 Tage hin war, konnte man eine Vielzahl von Möglichkeiten in Betracht ziehen. Die Medikamente, die Betsy einnahm, verstärkten die Aufregung noch. Wenn ich raten müsste, waren dies Anzeichen dafür, dass sie etwas mit Absicht getan hatte. Richtig? Sie konnten keine Notizen finden. Da das Paar beschloss, sein Leben geheim zu halten, war niemandem bewusst, was ihnen durch den Kopf ging. Nach einer Untersuchung von Gaslecks vermutete der Sheriff, dass Kohlenmonoxid die Ursache für die Lecks sein könnte, bei den am 18. März 2025 durchgeführten Tests wurden jedoch keine Anzeichen für das Gas gefunden. Und obwohl das Gasunternehmen ein kleines Leck entdeckte, war es nicht groß genug, um jemanden in Gefahr zu bringen. Was bedeutet, dass die Annahme falsch war. Sofort begannen die Leute zu plaudern, vor allem auf X, wo einige der Meinung waren, dass es zu seltsam sei, um direkt und ehrlich zu sein. In einer Erklärung vom 28. Februar 2025 hieß es, die ausgetrockneten Leichen und der tote Hund seien ein klares Indiz dafür, dass etwas nicht stimme. Andere behaupteten, dass der Wunsch, sesshaft zu werden,
auf eine Kombination aus Gefühlen der Isolation und den Auswirkungen des Alterns zurückzuführen sei. Für die Dauer dieses Zeitraums stufte der Sheriff den Fall weiterhin als verdächtig ein, obwohl es keine Beweise für diese Behauptung gab. Glaubten einige Leute, dass Betsy wegen der Medikamente, die sie zu vermarkten begann, ein Komplott geschmiedet hatte. Der Hund war an den Schrank gefesselt, was das Ordnen der Dinge sehr erschwerte. Oder ist sie nach dem Ereignis verstorben? Oder stand sie im Zusammenhang mit dem Ereignis? Am 1. März des Jahres 2025, 5 Tage nach Beginn der Ermittlungen, waren die aufgeworfenen Fragen jedoch noch nicht beantwortet. Der Sheriff führte eine Hausdurchsuchung durch und stellte eine Reihe von Gegenständen sicher, darunter 2 Telefone und eine Reihe von Rezepten wie Tylenol, Schilddrüsen- und Blutdruckmedikamente. Dies geschah in dem Bemühen, Antworten auf die gestellten Fragen zu finden, während Betsy, die 65 Jahre alt war, bei guter Gesundheit zu sein schien, wurde Gene, der 95 Jahre alt war, durch die Alzheimer-Krankheit und Herzprobleme immer langsamer. Seit den 1980 Jahren wohnten sie in dem riesigen Haus, das 12 Hektar umfasste und etwas abseits des Trubels von Hollywood lag. Erschwerend kam hinzu, dass ein Arbeiter durch ein Fenster sah, dass die Eingangstür leicht angelehnt war. Trotzdem war das Problem damit noch nicht gelöst. Selbst als die Autopsie der Opfer ergab, dass sie keine nennenswerten Verletzungen erlitten hatten, kursierten die Gerüchte weiter. Es gab mehrere Personen, die weiterhin die Ideen erhielten, und jede von ihnen führte sie auf einen anderen Weg. Abgesehen davon, dass Gene nicht in der Lage war, eine Behandlung für seine Alzheimer-Krankheit zu erhalten, wurde vermutet, dass Betsy zu viele Medikamente genommen hatte. Nach den Spekulationen einiger anderer Personen war sein Herz gebrochen, als sie ihn zuerst verließ. Es ist möglich, dass er bis zum 18 weiterlief, obwohl sein Herzschrittmacher den 17 als Ziel angegeben hatte. Einige Personen stellten sogar in Frage, ob noch eine weitere Person beteiligt war, obwohl es keine Hinweise oder Beweise für diese Behauptung gab. Das Team des Sheriffs musste lange auf die Untersuchung der Leiche von Sina warten, um festzustellen, ob sie verhungert oder ausgetrocknet war. Am 7. März 2025 stellten sie fest, dass Genes Herz nicht mehr schlug und dass Betsy am Hunter-Virus erkrankt war, einer Krankheit, die Mäuse befällt. Diese beiden Krankheiten wurden entdeckt. All dies war jedoch nur Spekulation, als es zum ersten Mal aufkam. Und da sich nichts von selbst ergab, wuchs das ganze Chaos weiter an. Im Laufe seines Lebens hat Gene viel erreicht. Er stand jahrelang im Blickpunkt der Öffentlichkeit, gewann 2 Oscars und hat ein Vermögen von $80 Millionen angehäuft. Sein Fazit hingegen war ein Sammelsurium von Fakten. Diejenigen, die seine Filme mochten, wollten sich nicht damit abfinden, dass er verstorben war, und bemühten sich, mehr von ihm zu finden. Der Wahrheitsgehalt des Themas war ein Gesprächsthema, das durch jeden Artikel ausgelöst wurde. Dazu kommen noch der Hund, die Medikamente und die Tage, die dazwischen liegen. Andere kommentierten, es sei unkompliziert und doch deprimierend. 2 ältere Menschen gehen in einem Haus herum, das fast völlig leer steht. Andere konnten sich von der fragwürdigen Formulierung nicht distanzieren, da sie eine Handlung suchten, die der seiner Filme ähnelte. Selbst als die Wahrheit am 18. März 2025 ans Licht kam, als bei Gene eine Herzinsuffizienz und bei Betsy ein Hunter-Virus diagnostiziert wurde, diente die erste Zeit der Unwissenheit als Grundlage für den Rest der Geschichte. Die Fans brachten nicht nur ihre Trauer zum Ausdruck, sondern stritten auch miteinander und machten sich über jeden Aspekt des Films lustig, als ob es sich um einen seiner Detektivfilme handelte. Seine Tochter Leslie, die 58 Jahre alt ist, wurde mit den Worten zitiert, dass ihr Vater eher Ruhe und Frieden verdient hätte als diesen ganzen Rummel und dass es ein tragischer Verlust sei. Sie stritten nicht nur über die Art und Weise ihres Ablebens, sondern auch darüber, warum es seltsam war, dass ein Regisseur wie Gene Hackman, der weithin als absoluter Meister des Mediumsfilm galt, auf eine Art und Weise verstarb, die alle rätseln ließ, was geschehen war. Da das Rätsel so wichtig war, blieb die Geschichte auch nach der Aufklärung unklar. Gibt es weitere Enthüllungen, die Richard Hackman gemacht hat? Richard Hackman ergreift das Wort. Richard Hackman, der jüngere Bruder von Gene Hackman, ist vor kurzem verstorben, und er hat seine Gefühle über den Tod seines Bruders zum Ausdruck gebracht. Richard, der zu diesem Zeitpunkt 78 Jahre alt war, wurde am 10. März
2025 gegenüber Reportern mit den Worten zitiert, dass der Verlust von Gene sehr schwer sei, obwohl sie sich seit vielen Jahren nicht mehr nahe gestanden hatten. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht mehr da ist, sagte Richard in dem Gespräch in einem Ton, der sowohl mitfühlend als auch trauernd war. Er war mein großer Bruder, immer überlebensgroß. In seiner Erinnerung erinnerte sich Richard an die frühen Jahre ihrer Zusammenarbeit bei Filmprojekten, eine Beziehung, die auch dann noch von Bedeutung war, als sie sich bereits getrennt hatten. 2 der Filme, in denen sie gemeinsam auftraten, tragen die Titel The Gypsy Moths und Lucky Lady. In dem Film The Gypsy Moths spielte Gene die Rolle von Joe Browdy, einem wagemutigen Fallschirmspringer. Richard hingegen war eine Nebenrolle, die seinem Bruder dabei zusah, wie er mit ruhiger Kraft die Aufmerksamkeit auf sich zog. Da Gene sich vor der Kamera wohlfühlte, arrangierte Lucky Lady, dass sie zusammen auf einem Boot fuhren. Richard sollte eine Nebenrolle spielen, während Gene die Rolle des Rumrenners Kibbe Womack übernehmen sollte. Er hat nicht versucht, aufzufahren. Er hat es einfach getan. Obwohl es sich um kurze Momente handelte, gelang es ihnen, die Brüder zusammenzubringen, bevor das Leben ihre Aufmerksamkeit ablenkte. Richard dachte darüber nach, wie Genes entspanntes Auftreten dazu beitrug, dass diese Bilder für ihn einzigartig waren. Richard sprach über die Gründe, aus denen er sich von den hellen Lichtern abgewandt hatte, was Gene aus einer Vielzahl von Gründen getan hatte. Nach der Veröffentlichung von Welcome to Mooseport beendete Gene seine Karriere als Schauspieler. Als er 74 Jahre alt war, war er von der Aufregung, die in Hollywood herrschte, erschöpft. In den 1980er Jahren zog er nach Santa Fe, wo er und Betsy ein friedliches Leben führten, in dem sie malten und schrieben, bevor sie beide starben. Genes letzte Worte an Richard waren: „Ich will jetzt Frieden. Ich habe genug getan." Und das war das Letzte, was Richard jemals mit Gene sprach. Eine ähnliche Entscheidung traf auch Richard, der in seiner Schauspielkarriere nie den gleichen Erfolg hatte. In dem Film Uncommon Valor, der 1983 in die Kinos kam, war er in einer Nebenrolle zu sehen. In seiner Erklärung gab er an, dass er sich zurückhielt, als die Aufträge ausblieben und ich es nicht schaffte, sie in der gleichen Weise wie Gene zu erledigen. Schließlich ließ er sich in Illinois nieder, in der Nähe seines Geburtsortes, und nahm jede Arbeit an, die sich ihm bot, während er versuchte, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Genes Tod weckte Erinnerungen, auch wenn Richard zugab, dass sie lange Zeit getrennt gewesen waren. Er schloss mit den Worten: „Es war sinnvoll, dass Gene sich zurückzog. Nach mehreren Jahren der Popularität und 2 Oscars hatte er sich diese Ruhe verdient." Als Richard darüber nachdachte, dass Genes Briefe in den 1990er Jahren aufgehört hatten, behauptete er, dass er es nicht mehr nötig habe, dass andere ihn anstarren. Darüber hinaus blieb Richard allein, nicht weil er einen Großen wie Gene besaß, sondern weil er den Eindruck hatte, dass niemand an ihm interessiert war. Bevor Richards Kind sie auseinanderriss und Genes umfangreiches Leben die Oberhand gewann, waren die Filme, an denen sie gemeinsam arbeiteten, eine wunderbare Erinnerung an die Zeit, die sie zusammen verbrachten. „Ich war kein Star, ich habe nur mitgemacht", sagte er gerade heraus. Richard spürt ein Gefühl der Verbundenheit mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit, obwohl Gene nicht mehr bei ihm ist. „Ich habe diese beiden Filme, Lucky Lady und The Gypsy Moths, als Beweis dafür, dass sie einst verbunden waren", antwortete er. Er kann sich immer noch an die Zeit erinnern, die er mit Gene verbracht hat. Aber Richard hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil er dazu gezwungen war, während Gene es absichtlich tat. Was halten Sie davon? Hat Hollywood Gene Hackman im Stich gelassen? Kann man noch etwas tun, um sein Vermächtnis zu würdigen? Vergessen Sie nicht, uns in den Kommentaren zu liken, zu abonnieren und auf Benachrichtigungen zu setzen. Wenn Sie mehr Hollywood-Bomben und unerzählte Geschichten hören wollen, vielen Dank fürs Anschauen und wir hoffen, Sie bald wiederzusehen.